Auf was muss man achten, wenn man ein neues Produkt einführt? Wie schaut eigentlich der Prozess aus? Heute darf ich bei uns begrüßen Gerhard Lewis, Guide und Produktmanager, und wir werden gemeinsam auf diese Themen eingehen. Lieber Gerhard, schön, dass du bei uns bist. Einmal erzähl ein bisschen was von dir. Was hast du so in deinem Leben erlebt? Was sind so deine Erfahrungen? Also ich habe sehr viel B2B und B2C Marketing gemacht, Produktlaunches, war sehr stark im elektronischen Konsumerbereich, wo es darum geht, sehr schnell neue Produkte, neue Innovationen in den Markt zu bringen und an den Kunden zu bringen. Im B2B-Bereich ist es ganz anders, aber verläuft ungefähr denselben Prozessen. Ja. Okay. Wir haben jetzt durchaus schon einige Projekte gemeinsam gemacht. Wir sehen ja, dass die Herausforderung ist, gerade wenn man ein neues Produkt macht, Prototypenphase ist. Wenn ich jetzt anfange, ich habe jetzt eine neue Idee, ich habe einen Prototypen, wie plane ich die Produkte? Wann starte ich damit? Was sind da sozusagen die ersten Ideen, die man sich da überlegen sollte? Das sind sehr gute Fragen. Was interessant ist, ist, dass wir merken, wenn neue Innovationen kommen oder wenn neue Ideen kommen, dass ein gewisser Disconnect dasteht zwischen, ich habe die Idee oder ich habe den ersten Prototypen und was eigentlich die Kunden haben wollen. Also oft verläuft viel zu viel Zeit zwischen Produktdesign und Prototyp und nicht mehr ein Connect mit den Kunden. Mhm. Und man muss eigentlich, gerade wenn man Produktlaunches macht oder neue Produkte in den Markt bringt oder Services, muss man immer wieder diesen Connect haben zu diesen Kunden und was deren Bedürfnisse sind. Ja. Man schweift sehr oft ab, wenn man etwas launcht, man ist oft in den Features drinnen. Das heißt, was ist cool an dem Produkt, was kann das oder was kann diese Dienstleistung und nicht hin zum Kunden zu überlegen, was für einen Mehrwert bringt es dem Kunden. Und das sind die größten Herausforderungen immer wieder. Das heißt, ich sollte nicht warten, bis das Produkt fix fertig ist und sagt, das ist jetzt schon eigentlich während der Produktentwicklung schon anfangen zu überlegen, wie ich da mit dem Kunden in Austausch trete. Absolut. Man sieht sowieso schon den Trend dahin, dass die Kunden früher eingebunden werden, gerade in so Crowd-Investing oder Crowdfunding-Initiativen, aber es ist viel zu wenig. Ja, es ist viel zu wenig. Es müsste viel früher passieren, dass wirklich die Community, die Leute, die dafür brennen, immer wieder da sind für ein Feedback und Feedback geben an diesem Produkt oder diese Dienstleistung, damit ich weiterkomme in meinem Produktzyklus. Ja. Wie wichtig ist es, sozusagen, wir haben ja ein Produkt, das muss ja einen Bedarf erfüllen, sozusagen, aber wie wichtig ist es auch, sozusagen dahinter eine Story aufzubauen? Reicht es, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein Produkt, das hat die Features, oder geht es eigentlich darum zu überlegen, okay, warum mache ich das eigentlich? Was sind das so deine Erfahrungen? Also wir verkaufen nicht über Features, Personen kaufen nicht Features. Das ist eine Erklärung, eine Trivialisierung der Komplexität eines Produkts. Wir verkaufen über Emotion, über Story, was es jemandem bringt, was gibt es mir und was bringt es mir. Extrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Diese zwei Faktoren müssen in Einklang gebracht werden. Und das kann ich nur über eine Wertschöpfung oder einen Wert generieren, was diese Produkt oder diese Leistung bei dem Kunden auswirkt. Ja. Das heißt, ich muss weg von diesen Features hin zu, was bringt es mir, was gibt es mir. Wenn du so zurückblickst, jetzt die letzten Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, was sind so aus deiner Sicht die 3 wichtigsten Erkenntnisse, wenn es jetzt darum geht, um eine Produkteinführung? Rechtzeitig anzufangen und das heißt sofort anfangen. Ein Product Launch bedeutet, dass ich mir einen D-Day festsetze, wann möchte ich dieses Produkt in den Markt bringen und von dem rechne ich rückwärts. Okay. Und dann muss ich wirklich schauen, dass alle Kommunikation, die ganze Story, die ganzen Benefits, dass das alles funktioniert, bis ich dann bei diesem D-Day bin. Okay. Das ist schon einmal eine Riesenherausforderung. Wenn wir uns jetzt überlegen, einer unserer Kunden oder unserer Partner, sie kommen mit einem Produkt, mit einer Idee, das hat diese und Features, diese Vorteile und so weiter. Und bis wir das dann verstanden haben und sagten dann, okay, unsere Zielgruppe sind die Early Adopters oder Innovatoren, okay, das heißt, ich habe 5 oder 6% der Bevölkerung. Welches Segment sind die? Welche Interessen haben sie? Wie schaut dieses Segment aus? Wie groß ist das Segment? Reicht das aus für deinen Markt oder muss ich größer denken? Das sind schon einmal die ersten Überlegungen. Dann, welche Story mache ich mit diesen Kunden und wo werde ich diese Story dann positionieren? Ja. Wie wichtig, weil du sagtest, dieser D-Day. Und ich verstehe das natürlich jetzt, wenn man einen sehr strukturierten Prozess hat, hat man diesen D-Day. Aber wenn ich jetzt aus der eigenen Erfahrung, ist es ja nicht alles immer so linear, sage ich einmal. Nein, ist es nicht. Ja. Also wie wichtig ist es da, dass man vielleicht, oder ist es da auch notwendig, dass man sagt, okay, ich habe zwar für mich so eine Art MVP-D-Days, aber eigentlich so kleinere Runden und das immer größer mache? Oder ist es wirklich, dass ich sage, okay, ich baue auf einen D-Day hin und dann gehe ich groß raus? Es ist so wie mit jedem Projekt. Ja. Wenn ich einen D-Day habe, dann arbeiten alle, die mitarbeiten, zu diesem Termin hin. Und dann sind gewisse Abhängigkeiten immer da und man muss diesen Termin einhalten können. Okay.
Natürlich kann der rutschen, das ist kein Problem, aber zumindest, dass intern kommuniziert wird, wann, wo wollen wir launchen, weil es ist auch sehr wichtig für ein Produkt, wann ich es launche. Genau. Also auch mit welchem Status, aber natürlich, wann ich dann rausgehe. Ja. Genau, weil es hängt dann wieder mit der Zielgruppe ab. Ja. Wann ist die Zielgruppe empfänglich für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung? Okay. Und dann muss ich es timen, Saisonalität. Und dann noch nach dem D-Day, das muss ich ja auch schon geplant haben. Ja. Und das ist dann wirklich dann noch vielleicht noch eine größere Herausforderung, weil ich muss ja schon Absatzkanäle mir überlegen, wo verkaufe ich das, wie verkaufe ich das, welches Businessmodell habe ich dahinter, und das muss ich ja auch schon aufgestellt haben. Also die Vorarbeit und die Nacharbeit ist so viel, dass ich glaube, viele es nicht realisieren, wie viel Arbeit das ist, und deswegen es gar nicht machen, das Produkt ein MVP machen oder einen Prototypen und dann sagen, hier, ich habe es gemacht, und dann wundern sie sich, dass niemand darauf reflektiert, weil es vielleicht schon 2 Jahre alt ist oder 1 Jahr alt ist, der Connect zum Kunden ist weg und es verwässert dann. Das heißt, ich darf zusammenfassen und du korrigierst mich. Wir haben ein D-Day setzen, damit alle auf ein gezieltes quasi Datum hinarbeiten, genügend Zeit einplanen, das vorzubereiten, und das dritte ist, früh genug anzufangen, auch wenn man noch in der Entwicklung ist, weil man den Kunden ja schon auch zum D-Day hin einbinden muss in die Entwicklung hinein. Genau. Wenn wir jetzt anfangen sozusagen, und ich komme jetzt mit einer neuen Idee, was sind so mal so Kernpunkte sozusagen, wir haben jetzt viele schon genannt, kann man das nochmal so exemplarisch durchgehen sozusagen, wir haben jetzt eine neue Idee, ich habe jetzt sozusagen den Prototypen mal in Vorbereitung, was sind so die Schritte, die ich jetzt gehen muss? Die ersten Schritte, würde ich sagen, ist das Segment zu definieren. Wen spreche ich damit an und was sind deren Vorteile, was sind die Benefits, was gibt es ihm und was bringt es ihm. Das ist schon einmal die größte Herausforderung. Dann zu verstehen, in welchem Zyklus diese Kunden sind. Sind die ganz am Anfang, im Mittelstadium, am Ende. Dann auch zu verstehen, wie lang ist der Einkaufsprozess. Also dauert das, bis der Kunde das kauft, 2 Wochen oder dauert eine Entscheidung 1,5 Jahre. Basierend auf diesen Themen muss ich mir auch überlegen, wie der Businessplan ausschaut oder das Businessmodell. Verkaufe ich das direkt oder verkaufe ich es über Partner? Verkaufe ich es indirekt? Mache ich ein Software as a Service. Und wenn ich dieses Businessmodell dann habe, muss ich mir auch überlegen, okay, wie kommt das Geld rein und wie finanziere ich das Marketing dadurch. Also das ist so ein Perpetuum mobile, wo ich dann halt schaue, okay, schaffe ich die erste Hürde, das Geld reinholen und dadurch die zweite Phase dann finanzieren. Okay. Was ist jetzt ein weiterer Punkt, den du Gründern und Gründerinnen mitgeben möchtest, wenn sie ein Produkt starten? Ein Thema ist zum Beispiel dieses Feature, also die Feature, Advantage und Benefit. Sehr oft glaubt man, dass man einen Benefit hat für einen Kunden oder eine Kundengruppe, aber in Wahrheit ist es ein Advantage. Ein Advantage ist ein Versuch, eine Erklärung von einem Mehrwert, der für alle gilt, generell gilt. Und wir verwenden das im Marketing sehr viel. Das ist meist ein Advantage, aber es ist kein Benefit. Und der Benefit ist ein Schritt weiter. Der Benefit wirklich auf Personen bezogen. Und gerade am Anfang ist es extrem wichtig, diesen Benefit herauszukitzeln, weil ich meine 20 Gespräche habe, gerade am Anfang 20 Kunden habe, mit denen ich diese Gespräche führe und versuche für jeden 20 diesen Benefit herauszukitzeln. Das heißt, für eine konkrete Zielgruppe oder Personengruppe sozusagen der Mehrwert. Und der Benefit ist immer sehr individualistisch. Also der ist individuell und nicht für alle anpassbar. Und das ist extrem wichtig herauszufinden, welche Benefits passieren öfters, dass ich dann weiß, okay, das sind die Benefits, auf die ich spiele. 1, 2, 3. Und dann kann ich von dort skalieren und die nächsten Schritte setzen. Genau. Okay, cool. Perfekt. Also, danke schön, Garrett. Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne bitte in den Kommentaren. Eure Erfahrungen auch gerne teilen mit den anderen. Sonst weiterlesen im Buch Organic Venture Building und viel Spaß bei den nächsten Folgen bei uns. Dankeschön. Danke, Garrett.